Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Onkel Janik. Ich hätte beinahe Onkel Janik gesagt. Sollen wir nochmal anfangen? So, also ein Onkel ist er noch nicht. Also ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor, eine Wiederholung, weil ich vorhabe, jetzt noch einige Male über meine, oder vielleicht nur das nächste Mal über meine liebe Mutter zu reden. Und dann ist das Kapitel Mutter abgeschlossen. Also ich fange an. Unsere liebe Mutter wurde krank. Am Anfang merkten wir Kleinen noch nichts. Rösle, unsere Schwester, arbeitete noch mehr im Haushalt, Vater auch. Die drei Großen waren ja tagsüber weg. Friedel arbeitete, Alfred war im Gymnasium und büffelte mittags für seine Prüfungen. Lothar hatte eine Lehre angefangen. Die zwei anderen Brüder waren auch noch in der Schule. Hermänle und ich waren noch ganz zu Hause. Dann musste Mutter ins Krankenhaus, war endlos lange dort. Eine Zeit lang half er uns immer wieder mit Nachbarsfrauen aus. Sehr viel Hilfe kam von den katholischen Schwestern. So erledigten sie die viele Wäsche montags. Ich sehe sie vor mir, wie sie die Recke geschürzt, die Ärmel hochgekrempelt, in der heißen, dunstigen Waschküche arbeiteten. Was müssen sie in ihren schweren Trachten mit den Hauben geschwitzt haben? Immer konnten sie das nicht für uns tun. Und als Mutter nach Hause kam, wurde beraten, was zu tun sei. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Ihr Bett wurde im Wohnzimmer hinter die große Doppeltür zum Garten gestellt, dass sie zu ihren geliebten Blumen rausschauen konnte. Vaters Bett stand an der anderen Wand, so konnte er immer in der Nacht für sie sorgen. Viele Haushilfen stellten sich vor, aber angesichts der vielen Kinder, große und kleine, sagten alle ab. Bis Elisabeth kam. Ich weiß auch noch ihren Nachnamen. Ich nehme an, sie ist auch schon lange tot. Ich habe nie mehr was von ihr gehört. Sie ist mir unvergesslich. Eine liebe, mütterliche Frau. Mutter lag aufgestützt in ihrem Bett, stopfte, strickte, sah unsere Hausarbeiten durch, hatte oft das Hermänle bei sich, bis er einschlief und in sein Bett getragen wurde. Sie gab Elisabeth die Anweisungen, sorgte dafür, dass die Kinder ihre Aufgaben erledigten und die Tiere versorgten. Elisabeth war sehr mitfühlend, sorgte für das Hermänle, fütterte ihn, aber kochen, wie wir es gewohnt waren, konnte sie nicht. Ich sehe sie immer noch vor mir, wie sie mit dem großen Topf, in dem sie meistens einen Gemüseeintopf gekocht hatte, zum Bett unserer armen Mutter lief und jammerte. Die Kinder haben wieder nichts gegessen. Nein, es schmeckte uns nicht. Unvergesslich ist mir ihre Angewohnheit, in jede Speise eine große Zwiebel, gespickt mit Nelken, mitzukochen. Die hob sie auf ihren Teller, hielt Messer und Gabel bereit, und jeden Tag kam die gleiche Frage. Wer will was von meiner köstlichen Zwiebel? Uns schauderte, und wir schüttelten angewidert den Kopf. Dann aß sie mit großem Behagen ihre köstliche Zwiebel alleine auf. Und das ganze Essen schmeckte nach Nelken. Aus purer Höflichkeit würgten wir ein paar Löffel von ihrem Essen runter, dann zausten wir zum Brotkorb, schnitten uns einen dicken Ranken Brot ab und weg waren wir. Ich glaube, dem Hund hat es trotzdem geschmeckt. Er bekam den ganzen Topf voll. Oder er hatte eben großen Hunger. Hermänle bekam noch Kinderkost. Grießbrei, Reisbrei, Mehlbrei, Zwiebackbrei, Apfelkompott, und ich beneidete ihn um sein Essen. Wenn Elisabeth ihn fütterte, füllte sie den Löffel, schrie Caracciola, Mercedes, Benz und noch mehr andere Rennfahrer. Das Hermänle riss vor Schrecken den Mund auf und der Löffel fuhr wie ein Blitz in seinen Mund. Es war eine aufregende Geschichte und ich sah interessiert mit Grausen zu.
Vater kam um 17 Uhr nach Hause und machte sich gleich an die Arbeit. Er umsorgte liebevoll Mutter, hörte geduldig unseren Anliegen zu, war für alle da. Wir verabschiedeten Elisabeth am Abend, weil sie dann nach Hause ging. Sonntags kochte Vater. Er machte so wundervolle Kartoffelknödel, Bratkartoffeln, Spätzle oder Kartoffelsalat. Mutter ging es immer schlechter. Sie konnte bald nichts mehr essen. Am Ende nahm sie nur noch Speiseeis und Selterswasser zu sich. Es war ein langes, schmerzvolles Sterben. Morphiumdosen wurden immer stärker. Unser einst pummeliges Mütterle wurde dünn, durchsichtig. Vater und auch das liebe Rösle arbeiteten bis zur Erschöpfung. Wie gesagt, die Großen waren tagsüber weg. Die zwei Brüder Erwin und Karl-Heinz hatten viel Arbeit mit den Tieren und was alles so anfiel in einem großen Haushalt. Ich glaube, mein Vater hat sich damals den Keim zu seiner späteren Krankheit geholt. Er war total überfordert. Ich höre immer noch seine schöne Stimme, wie er nächtelang der armen Kranken vorlas. Das Leben hatte sich für uns alle total verändert. Aber beide Eltern verloren nie ihre liebevolle Art zueinander und zu uns Kindern. Für heute beende ich meine Geschichte. Ich habe lange überlegt, ob ich sie schreiben und vorlesen soll. Aber ich erzähle mein Leben und das war damals mein Leben. Nun sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.